Hey Leute, willkommen zurück bei That's Barbecue, That's Barbecue. Und heute testen wir ein Produkt, das ich von der Firma Luxburg zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das liegt hier, das ist eine Warmhalteplatte oder eine Warmhaltematte. Aber damit kann man nicht nur Sachen warm halten, damit kann man auch Essen auftauen, Teig gären, Klamotten trocknen, Teller warm halten, Getränke warm halten im Winter. Denn hier kann man die Temperatur einstellen von 40 bis 100 Grad. Aber packen wir es doch erstmal aus, schauen es uns an und dann gehen wir die ganzen Features durch. Ja, und wie ihr schon seht, ist natürlich eine Gebrauchsanleitung dabei. Es ist verpackt in einen wunderbaren Aufbewahrungsbeutel, dass immer alles zusammen ist, wenn man verreist. Das ist genau das, was ich brauche, wenn ich unterwegs bin. Und dann ist das Ganze hier mit einem Knopf versehen. Einmal öffnen, abrollen. Und das ist die Unterseite, denn hier sind die Füße, die verhindern, dass der Boden, worauf es steht, einfach zu heiß wird. Und das ist die Warmhaltematte mit dem LCD-Display. Und da ist nochmal die Marke. Und wir haben ordentlich viel Platz. Ganze natürlich mit einem Euro-Stecker versehen. Hier oben haben wir dann noch so ein paar Warnhinweise. Ne? Elektronik nicht waschen, also nicht in die Waschmaschine stecken. Nicht anfassen, wenn es heiß ist. Und ein bisschen vorsichtig sein. Und es kann halt heiß werden. So, es ist wirklich kein Hexenwerk. Man rollt sie aus, man schließt sie an, man schaltet sie an, man stellt die Temperatur ein und schon geht das los. Und ihr seht auch schon, ich habe schon den ersten Test aufgebaut. Aber während dieser Test läuft und wir gucken, wie das Ergebnis ist, gehe doch mal die ganzen Features durch, was ihr mit dieser Matte wirklich genau machen könnt. Erstens, ich habe mir natürlich gewöhnt, dass es heute wesentlich kälter ist. Wir haben, weiß gar nicht, 12, 15 Grad, das ist verdammt warm für Dezember. Aber gehen wir mal durch. Also ihr habt, wie gesagt, verschiedene Temperaturzonen. Und das ist gerade der Vorteil, wenn ihr jetzt diese herkömmlichen Warmhalteschalen habt, mit Wasser drin, Brenner drunter. Die macht man an, man kann sie nicht so gut regeln, man hat irgendeine Temperatur, es ist heiß. Und hier habt ihr Temperaturen zwischen 40 und 100 Grad. Ihr könnt das einstellen in 10er Schritten. Das heißt, will ich Teig gären, nehme ich 40 Grad, stelle die Schüssel drauf. Es muss übrigens alles immer ebenerdig sein, also glatt sein. Ihr könnt keine Thermobecher nehmen oder diese Doppelglasbecher. Da wird natürlich die Temperatur nicht gehalten. Wir haben jetzt sozusagen für heiße Getränke einwandrige Gläser, das geht. Alles, was glatt ist, könnt ihr draufstellen. Töpfe, Teller, alles kann drauf. Ihr müsst natürlich dann darauf achten, wenn ihr jetzt in die hohen Temperaturen geht, dass ihr nicht den Schmelzpunkt erreicht von dem Gerät, wenn ihr Kunststoff nehmt. Nicht so gut geeignet. Und ihr solltet irgendwann auch nicht mehr draufpacken, weil ich merke es jetzt hier schon, ich habe es jetzt auf 70 Grad gestellt, die hat er erreicht. Kommen wir auch nochmal zu, ich habe jetzt 70 Grad eingestellt, es wird schon angenehm warm. Ihr könnt, also gerade auch wenn man es wieder mit diesen herkömmlichen vergleicht, die halten ja meistens so 2 Stunden ungefähr, diese Brennpaste, da muss man sie ersetzen, meistens kriegt man es nicht mit, dann wird das Essen wieder kalt, man muss es wieder warm machen. Hier könnt ihr von 1 bis 8 Stunden einfach einstellen. Wenn ihr nichts macht, 8 Stunden lang, habt ihr eine Stoppfunktion, nach 8 Stunden geht das einfach aus. Sobald ihr was am Display macht, fangen die 8 Stunden wieder von vorne an. Ja, und außerdem, es ist verdammt schnell, es hat eine Schnellhitzfunktion, das heißt, ich habe für die 70 Grad, die ich jetzt eingestellt habe, 4 Minuten gebraucht. Ich habe nicht darauf geachtet, es war verdammt schnell. Es fängt dann halt bei der entsprechenden Temperatur von 20 Grad circa an und war dann sehr, sehr schnell bei 70 Grad. Also ihr habt schnell die Temperatur erreicht, die ihr haben wollt. Für 100 Grad wurden 10 Minuten angegeben. Wird wohl, wenn ich das bei 70 Grad sehe, passen. Ihr habt dann noch eine Kinderfunktion, da gibt es auch noch so ein Schloss. Wenn ihr das drückt, dann habt ihr halt den Vorteil, dass man das nicht verstellen kann, dass Kinder nicht mit rumspielen können. Allgemein ist es ja so, dass Küchengeräte, Elektrogeräte nicht für kleine Kinder geeignet sind. Deswegen wird man sie immer fernhalten. Aber wenn, kann man das Ganze locken, damit Kinder nicht mit rumspielen. Warum habe ich die Matte? Ich habe die tatsächlich vor einem Jahr schon im Warenkorb gehabt, wollte sie kaufen. Gerade für Events ist es so, gerade im Winter. Fleisch 54 Grad. Und wenn man es dann zubereitet und auf den Teller macht, kriege ich inzwischen zwar vorgewärmte Teller, aber ich habe manchmal Minusgrade oder es ist halt kalt oder windig und dann nimmt die Temperatur schnell ab. Und hier habe ich diesen Vorteil, ich habe nicht mehr diesen Druck. Ich werde immer gefragt, wann bist du fertig? Ich sage 4 Minuten, dann könnt ihr mit dem Teller rauskommen, dann kann ich dann drauflegen. Aber Fleisch ist nun mal ein Naturprodukt und man weiß nie, ob es wirklich in 4 Minuten fertig ist. Man kann sich doch mal verschätzen, ein bisschen mehr Fettanteil und schon dauert es eine Minute länger. Also sind die Teller schon wieder abgekühlt, wenn ich Pech habe, oder ich bin fertig und sind noch nicht da. Hier kann ich die Teller draufstellen, kann die bei der Temperatur haben, wie sie haben will. In der Regel werde ich dann wohl 50 Grad einstellen, denn das ist die Temperatur 54 Grad, 50 Grad ist schon ganz gut, 60 Grad wäre mir dann schon wieder zu viel, da würde das Fleisch schon wieder Hitze abkriegen, das will ich ja gar nicht. 50 Grad, denke ich mal, ist genau die Temperatur, die dann der Teller haben sollte. Wenn das Fleisch drauf ruht und kann ich in Ruhe würzen, anrichten, perfekt. Meistens habe ich so 20 Leute, das heißt 3 Teller gehen rein.
Ich würde hier auch 4 drauf kriegen, das ist auch kein Problem von der Größe her. Oder halt 2 übereinander, dann gehen immer 2 rein. Die heizen sich ja gegenseitig auf, ist ja Keramik. Oh, würde auch gehen. Also ich habe genug Platz, um meine Teller anzurichten und dass die Teller warm sind. Ja, ich habe auch am Anfang schon kurz gesagt, was man damit machen kann. Man kann damit natürlich Kleidung trocknen, man legt es einfach drauf. Für meinen XXL-Körper natürlich ein bisschen klein, aber wird schon helfen, kann ich halt muss ich es dann halt zusammenlegen und einmal wenden. Aber für kleinere Kleidung ist das halt geeignet. Größe S, Größe M. Passt da schon drauf und da kann man dann schnell mal eben kurz was trocknen. Teig gehen natürlich, ne? 40 Grad einstellen, dann geht das wunderbar. Man kann hiermit natürlich auch wunderbar Sachen auftauen. Auch da würde ich die 40 Grad für nehmen. Einfach drauflegen. Es ist geschmacksneutral, es ist lebensmittelecht, es ist ein Silikon-Nanomaterial. Könnt ihr einfach drauflegen, Fleisch auftauen lassen, vielleicht was drunter legen. Ne? Man muss ja nicht unhygienisch werden. Aber man kann damit einfach Sachen auftauen. Ja, und dann gibt es auch die Anwendungsbeispiele mit Gesichtsmasken erwärmen und all sowas. Also auch für andere Anwendungen ist es wunderbar geeignet. Und alles, was Temperatur hat, gerade jetzt, wo es auf die Weihnachtszeit zugeht, das Weihnachtsessen kommt, wir haben es immer so, wir haben tatsächlich so eine Platte mit Würstchen und Soße, wo sich wenn was genommen wird, da macht man immer wenig drauf, weil es immer schnell kühl wird. Man will natürlich das Essen so warm wie möglich haben. Also muss einer immer aufstehen und immer Nachschub holen. Hier kann ich jetzt einfach so in die Mitte legen, kann die Teller drauflegen und habe eine wunderbare Warmhaltefunktion. Perfekt. So, wir haben hier Tee. Den habe ich gleichzeitig eingeschenkt. Die Temperatur sieht man ist gleich. 72 Grad, ein bisschen mehr, bei den über 72 Grad. Einen stelle ich zur Seite und den anderen lasse ich auf der Matte stehen. Und dann warten wir mal so gut 20 Minuten, wie dann die Temperaturen aussehen. Getränke warm halten, wie gesagt, ich habe jetzt Getränke warm halten. Ich habe jetzt 70 Grad eingestellt, extra 70 Grad. Wir kennen ja die Amerikaner, die jetzt sagen, oh nein, ich verbrenne mir den Mund bei 80 Grad, ich puste nicht. Deswegen habe ich jetzt mal 70 Grad genommen, um das Ganze zu vergleichen. Und ich kann euch eins verraten, ich drehe noch nicht so lange, aber der Test funktioniert schon mal ganz gut. Ich erhöhe auf 80 Grad. Er zeigt auch immer die aktuelle Temperatur an. Das heißt, er hat jetzt die 70 Grad angezeigt. Und man kann wunderbar sehen, wie die Temperatur Schritt für Schritt steigt. Es ist jetzt kein 100 Hertz Display. Das hat man ja bei Elektronik ganz selten. Deswegen blinkt das jetzt so ein bisschen bei mir in der Kamera, weil ich mit 120 aufnehme. Es ist natürlich weniger, als meine Kamera jetzt aufnimmt. Aber mit dem Auge ist das nicht wahrnehmbar. Deswegen lasst euch dadurch jetzt nicht stören, wie es auf dem Display ist. Aber ihr seht, die Temperatur steigt. Wir sind jetzt schon mal 77 Grad. Also haben wir gleich die 80 Grad erreicht. Und inzwischen sind da schon ein paar Grad Unterschied. Ich habe jetzt zwar 80 Grad eingestellt, aber auch gerade eben erst davor die 70 Grad. Aber er verliert natürlich Temperatur, weil der Bereich, der nicht auf der Matte ist, ist natürlich wesentlich größer als der Teil, mit der Matte verbunden ist. Würde ich das jetzt die ganze Zeit rühren, würde ich die Temperatur von unten natürlich noch ein bisschen verteilen. So muss ich gucken, welche Temperatur das ist, die mir dann richtig passt. Aber man sieht schon anhand dieser Temperatur, wir sind einmal bei 53 und einmal bei 59, gehen langsam auf die 58 zu, aber wir haben schon einen Unterschied. Also es ist schon so, wäre es jetzt kälter, würde man den Unterschied wahrscheinlich noch stärker schon sehen. Aber das hält halt länger warm, logischerweise, als das. Deswegen sollte ich das vielleicht langsam mal trinken. Und mal gucken, was passiert, wenn ich hier einfach mal die Temperatur auf 100 hochbringe. So, es hat sich so ein bisschen eingependelt. Und zwar bei 100 Grad habe ich mit einem Becher und Warmhalten 51,5 Grad. Die halte ich. Wahrscheinlich habe ich einen Becher mit Keramik ein bisschen mehr Temperatur, sondern noch ein bisschen. Ihr seht auch, die steigt so ein bisschen wieder jetzt, wo er da vernünftig drauf steht. Langsam aber sicher steigt die Temperatur auch im Becher, währenddessen die immer weiter sinkt. Und inzwischen, am Anfang hatten wir irgendwann 5 Grad Unterschied, jetzt sind wir schon bei 8 Grad Unterschied. Ja, mein Getränk bleibt heiß bei 51 Grad. Könnte natürlich mehr sein, aber es ist immer Umgebungstemperatur geschuldet. Aber es macht schon das, was es soll. Es heizt wunderbar ein. Ja, inzwischen habe ich meinen zweiten Test durch. Ich habe hier einen wunden Teller, den habe ich vorgeheizt mit den 50 Grad, hatte eine vernünftige Temperatur, ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, obwohl ich jetzt die Außentemperatur habe, die wesentlich geringer ist. Und ich habe da Fleisch drauf liegen und jetzt muss ich gucken, ist es denn noch schön warm nach all der Zeit? Ich habe jetzt ein anderes Video gedreht, habe das Out gemacht und ich perfekt. Also es hält tatsächlich Sachen gut warm. Ihr könnt halt, wie gesagt, so ein bisschen rumspielen. Zwischen 40 und 100 Grad könnt ihr das Ding einstellen. Bei 50 Grad, klar, kann ich noch anpacken. Ist noch nicht zu heiß. Ja, kommen wir zum Fazit. Es ist natürlich wesentlich praktischer als so eine herkömmliche Warmhalteform. Die nimmt viel mehr Platz weg.
Ich muss immer die Paste dazu wieder nachkaufen, weil sie alle ist. Das brauche ich ja jetzt nicht. Ich kann das hier einfach draufstellen, ich kann das einrollen, ich kann das mitnehmen, ausrollen, aufpacken, anschließen und schon heizt das Grill. Mega geil, mega praktisch für mich. Man muss natürlich ein bisschen noch mit Temperaturen rumspielen. Was ist die richtige Temperatur, dass der Teller auch wirklich die richtige Temperatur hat. Aber das wird man bestimmt schnell rausfinden. Die Reinigung ist natürlich total easy. Dadurch, dass es halt Silikon ist, einfach mit einem weichen Lappen warm Wasser abwischen, ein bisschen Seifenwasser könnt ihr auch nutzen, alles gut. Nicht in den Geschirrspüler stecken, dafür ist es nicht geeignet. Es hat viele Vorteile gegen herkömmliche Sachen. Und gerade, ich sag mal, fürs Weihnachtsessen perfekt. Sachen warm halten, dass man nicht für ein paar Würstchen jedes Mal aufstehen muss. Für Events super geil. Wenn man sagt, der Grillmeister kriegt immer nur kaltes Essen, was stehen geblieben ist, das muss aber nicht sein, damit haltet ihr alles warm. Für mich, klare Kaufempfehlung, ich wollte es mir ja schon gekauft haben, bin froh, dass ich das jetzt habe, dass ich das jetzt vorstellen durfte. Ideales Weihnachtsgeschenk für jemanden, der noch was sucht. Link natürlich unten in der Beschreibung. Wer schon eins hat, kann ja mal drunter schreiben, welche Erfahrungen er hatte, wie er es findet. Ja, damit bin ich am Ende. Das ist mein Lachsbird. Wenn euch das Ganze gefällt, hier habt ihr ein weiteres Produkt. Hier habt ihr noch ein Video für nächste Woche. Hier oben könnt ihr ein kostenloses Abo abschließen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, die ich bisher hatte bei mir im Blog. Ja, wir sind nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue. Bis dann. Ciao.